Ja, aber 4 Scorerpunkte in einem Spiel, das ist schon außergewöhnlich, also passiert nicht so oft. Nur 1,68 Meter lang und dennoch ein ganz großer. Tamas Hajnal, Spielmacher, Torjäger und Flankengott in Personalunion. 2008 kommt nicht nur Jürgen Klopp nach Dortmund. Mit Tamas Hajnal kommt auch Ungarns Fußballer des Jahres nach einer bärenstarken Saison in Karlsruhe zu den Schwarz-Gelben. Dortmund dann schon so ein Verein und so eine Herausforderung, wo ich sagte, okay, das ist so quasi Top-Verein in der Bundesliga, vor 80.000 Zuschauern zu spielen, regelmäßig für solche Ziele dann auch. Ja, das war so die Krönung meiner Karriere. Ausgestattet mit jeder Menge Spielwitz und Kreativität wird Hajnal direkt zum neuen Schwungrad und zu einem wichtigen Puzzleteil in den Plänen des Trainers. Kloppo hat mich in den Mannschaftsrat gewählt. Ja, wirklich sehr tolle Mitspieler auch kennengelernt. Kelly, Dede, Roman Weidenfeller, also wirklich dann die Jungs, Mats, Neven. Also es war eine tolle Truppe und ich glaube, wir haben ihn alle gut mitgezogen und den Verein nach vorne gebracht. Der neue Wirbelwind erweist sich zudem als Meister bei Standardsituationen. 5 Tore und 11 Torvorlagen stehen am Ende seiner ersten Saison in Dortmund zu Buche. Unvergessen seine persönliche Sternstunde am 13. Spieltag gegen Frankfurt. 4:0 heißt es am Ende und bei jedem Treffer hat Hajnal seine Füße im Spiel. Klar, 4 Scorerpunkte, sehen jetzt auch die Situationen, jetzt wieder kommen die Erinnerungen hoch. Eines der besten Spieler, also 4 Scorerpunkte, da muss man nicht viel dazu noch erklären. Wir tun's trotzdem und lassen alle BVB-Fans noch einmal daran teilhaben. Nach 4 Minuten Ecke Hajnal, Kopfball Subotic, das 1:0. Auch wieder einstudiert Neven, sehr, sehr kopfballstark, auch wie er zum ersten Pfosten dann kommt. Der Ball kommt, glaube ich, auch ganz gut geschlagen. Da muss er hinlaufen und einfach gut verwertet. Und wieder ein wichtiges und schönes Tor. Wenig später sorgt der 27-Jährige selbst für das 2:0. Tolle Balleroberung von Kelly an der Mittellinie und Kuba, der sehr, sehr schnell war, also über Außen immer sehr gefährlich war, geht dann ins 1 gegen 1 und sieht dann mich dann kommen von linker Seite aus und ich habe gegen die Laufrichtung von Okan Nikolov, der ein sehr guter Torwart von Frankfurt war, dann einfach in die lange Ecke versucht zu schieben und es hat gut funktioniert. Also war ein typisches Tor auch von uns, also was auch Kloppo dann uns versucht hat impfen, aggressives Anlaufen, Balleroberung, schnelles Umschalten, intensiv dann auch Abschluss zu suchen. Und mit guter Ausführung dann macht Spaß, das wieder zu sehen, klar. Keine halbe Stunde absolviert. Freistoß Hajnal und wieder ist Subotic zur Stelle. 3:0. Auch nach der Pause weiter Vollgas-Fußball gegen überforderte Frankfurter. Das 4:0 von Felipe Santana, natürlich wieder vorbereitet von Tamas Hajnal. Also Standardsituationen waren halt natürlich auch Sachen, die wir viel trainiert haben, die Laufwege in der Mitte. Ich habe dann versucht, die Bälle dorthin zu bringen, in die gefährliche Zone. Und Felipe Santana, der einfach sehr, sehr kopfballstark war, defensiv wie offensiv. Und es hat dann natürlich immer für Freude gesorgt, wenn man den Ball auch dorthin gebracht hat und die Jungs dann gut eingelaufen sind und einfach dann wichtige Tore dann auch erzielt haben. Und jetzt in diesem Spiel hat es natürlich extrem gut funktioniert. Und eigentlich gibt es bei der Hajnal-Gala noch einen krönenden Höhepunkt. Allein der Schiedsrichter hat etwas dagegen, fälschlicherweise. Ja, mit der heutigen Technologie, was wir haben, hätten das Tor auch gezählt. Und aber 4 Scorerpunkte in einem Spiel, das ist schon außergewöhnlich, also passiert nicht so oft. Und deswegen bin ich schon stolz auf dieses Spiel. Und
ja, schöne Erinnerungen. Tamas Hajnal an diesem Abend der Mann des Tages. Kickernote 1,0, aber längst kein Grund abzuheben. Ja, es ist immer so eine schöne, ja, Bestätigung und Erfüllung dann auch. Und es gibt halt einem Selbstvertrauen und man genießt es. Ich war ja immer so der stille Genießer, also nicht der Typ, der, okay, jetzt lasst uns dann irgendwo mal feiern gehen. Die Saison 2008/2009 war die Premierensaison von Jürgen Klopp beim BVB und der Beginn einer goldenen Ära. Und Tamas Hajnal hat diese ganz besondere Gemeinschaft mitgeprägt. Das war so der Start dieser starken Entwicklung, also was dann auch mit der Meisterschaft, mit Champions League Qualifikation, Finale dann dort. Und ich war, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil in dieser Anfangsphase dann. Deswegen, also ich erinnere mich sehr, sehr gerne an diese Zeit, bin stolz darauf.